Das ist der Mercator, den haben wir seit ungefähr 1,5 Jahren entwickelt. Im Prinzip ist es ein kleines Elektrofahrzeug, das geländegängig ist. Und je nach Anwendungsfall oder je nachdem, was wir uns anschauen wollen, bauen wir verschiedene Sensorik drauf. Hier ist verbaut momentan ein GPS, das sich halt für die Positionierung nutzt. Wir haben 3D-Kameras drauf, wir haben Laserscanner drauf, um die Umgebung abzutasten, beziehungsweise zu schauen, okay, was ist Gras, wo können wir fahren, wo können wir nicht fahren. Das kommt aus den Kameradaten. Und was auch interessant ist, das ist die Kooperation mit der Geodäsie. Wir analysieren im Vorfeld Satellitendaten, die schauen sich dann an, okay, welchen Bewuchs haben wir, welche Teile sind befahrbar nicht. Und das ist einmal die Grundlage der Karte, die wir verwenden, um zu planen, um wohin zu fahren. Und später dann müssen wir noch lokal dann schauen, okay, weil die Auflösung nicht so groß ist, beziehungsweise sind die Daten bis zu einer Woche alt, müssen schauen, ob irgendwo ein Felsbrocken liegt oder ob sich irgendwo was geändert hat. Baum liegt quer oder sowas. Das schauen wir uns dann mit den lokalen Sensoren an. Die Anwendungsfälle, die wir haben, ist, wir sind hier natürlich auf einer militärischen Liegenschaft und kooperieren auch mit dem österreichischen Bundesheer. Da geht es um Transportaufgaben. Das heißt, Versorgungsgüter zu transportieren, ohne dass eine Person drauf ist, weil das ist einfach eine Gefahr für die Person in einem Konfliktfall. Das Gleiche hast du aber auch, wenn du sagst, du machst zum Beispiel Transportdienste für die Bergrettung zum Beispiel und es ist Lawinengefahr, hast dasselbe. Du willst eigentlich die Person rauskriegen aus dem Fahrzeug und dann könnte man zum Beispiel Transportaufgaben machen. Ein weiterer Anwendungsfall wäre dann noch, wir haben trotzdem, obwohl wir im freien Gelände sind, sehr viel Infrastruktur in den Alpen, Lawinenverbauung, Wildbachverbauungen, die müssen immer inspiziert werden. Und da wäre zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, dass der Roboter zum Beispiel erledigt. Ja, der fährt dann das Gelände ab und schaut sich an, ob alles passt. Das wären so, also Transportaufgaben und Inspektion ist so ein Ziel. Ich bin überrascht, das funktioniert sehr gut. Also wir können wirklich hier navigieren, frei navigieren. Das Ziel ist jetzt einmal 4 Kilometer von Tal bis hierher zu kommen. Das funktioniert schon gut, das läuft. Von dem her, wir müssen aber noch alltagstauglich werden sozusagen. Also was wir zum Beispiel machen, ist ein Witz unter uns hier Robotikern, ist natürlich, wir sind Schönwetterfahrer. Also jetzt haben wir super Wetter, kein Regen, kein Schnee. Da funktioniert es ganz gut. Also Wetter wäre dann noch ein Thema, wenn es regnet oder Schnee. Da haben wir Probleme. Wir waren im vorigen Jahr auch einmal hier oben, da war dann alles Schnee und dann ist vorbei mit Navigation. Und das Zweite ist zum Beispiel auch die Umgebungsinterpretation. Jetzt haben wir da hier zum Beispiel hochstehendes Gras. Das ist, wenn man nur zum Beispiel mit einem Laserscanner oder einem Lader drauf schaut, ist das ein Hindernis. Und erst in der Kombination, wenn man das dann auch mit Kameradaten vergleicht und kombiniert, sieht man, okay, das wäre hochstehendes Gras, da kann ich prinzipiell durchfahren und das ist kein Holzzaun zum Beispiel. Also da haben wir schon noch einiges zu tun.